Herzlich willkommen im Seminar zum Physikpraktikum. Mein Name ist Dr. Michel und wir schauen uns heute an, wie ihr in eurem Protokoll Messwerte richtig in Diagrammen darstellt und was es dabei zu beachten gibt. Als Beispiel nehmen wir heute die Federauslenkung einer harten und einer weichen Feder aus dem Versuch Federpendel. Was genau haben wir da gemessen? Wir haben die Auslenkung einer harten und einer weichen Feder aus dem Grundzustand gemessen. Dabei haben wir mit jeder Messung größere Gewichte an die Feder gehängt. Das Ganze haben wir jeweils 3-mal gemacht und dann den Mittelwert berechnet. Genau. Wenn wir unser Ergebnis jetzt grafisch zeigen wollen, was tragen wir dann auf welcher Achse auf? Auf die x-Achse kommt die unabhängige Variable, also die Größe, die wir während des Versuchs verändern. In unserem Fall ist das die Masse, die wir an die Feder gehängt haben. Auf die y-Achse kommt dann die abhängige Größe. Die Größe, die von der Größe auf der x-Achse abhängt, also die Auslenkung der Feder. Sehr schön. Ein solches Diagramm könnte dann zum Beispiel so aussehen. Was stimmt hier noch nicht so richtig? Die Achsenbeschriftung fehlt. Genau. Die Achsen werden immer mit dem Namen der Größe, dem Formelzeichen und der Einheit beschriftet. Dabei werden das Formelzeichen und die Einheit entweder durch einen Schrägstrich als Geteiltzeichen oder das Wort in voneinander getrennt. Also hier in unserem Fall wird die y-Achse mit Auslenkung L in Zentimeter und die x-Achse in Masse m in Gramm beschriftet. Eine weitere Sache ist, dass man immer die komplette Diagrammfläche ausnutzen sollte. Dabei müsst ihr aber aufpassen, dass ihr auch eine Skaleneinteilung wählt, mit der man die Werte trotzdem gut ablesen kann. Warum sind da aber nur Symbole im Diagramm zu sehen? So eine ähnliche Abbildung habe ich in einem Fachbuch mit einer Linie gesehen. Sehr gute Frage. In diesem Beispiel wurde die Auslenkung mit spezifischen Gewichten gemessen. Das bedeutet, wir dürfen auch nur diese Datenpunkte in das Diagramm eintragen. Die Linien würden suggerieren, dass wir wissen, welcher Weg dazwischen zurückgelegt wurde, aber das wurde ja gar nicht gemessen. Linien werden aber oft in schematischen Abbildungen gewählt, um den Verlauf besser darzustellen oder wenn es sich um einen funktionellen Zusammenhang bzw. die Ergebnisse einer theoretischen Gleichung handelt. Was können wir jetzt machen, wenn wir nicht nur eine, sondern mehrere Messreihen in einem Diagramm zeigen wollen? Man kann die verschiedenen Messungen in verschiedenen Farben zeigen. Genau. Aber zusätzlich sollte man auch noch die Symbole für die verschiedenen Messreihen variieren und eine Legende einfügen. So lassen sich die verschiedenen Messreihen nämlich immer gut unterscheiden, zum Beispiel auch, wenn das Diagramm nur in Schwarz-Weiß betrachtet wird. Wenn ihr euch noch erinnern könnt, habt ihr bei der Auswertung des Versuchs den Mittelwert aus den Ergebnissen von 3 unterschiedlichen Messungen bestimmt. Zusätzlich lässt sich dabei natürlich auch die Standardabweichung des Mittelwerts bestimmen und so dessen Ungenauigkeit angeben. Diese Ungenauigkeit können wir dann auch mit sogenannten Fehlerbalken im Diagramm veranschaulichen. Die Länge der Balken entspricht dabei immer der Ungenauigkeit des jeweiligen Messwerts. Fehlerbalken gibt es nicht nur für Werte der y-Achse, sondern möglicherweise auch für die x-Achse. In unserem Fall sind die Ungenauigkeiten der Massen nur so klein, dass man sie in dieser Abbildung sowieso nicht erkennen kann. So, jetzt haben wir unser Diagramm fertig und können es in das Protokoll einbauen. Ein paar wichtige Dinge hierfür. Eine Abbildung wird immer mit einem Satz eingeleitet, in dem die Abbildung sozusagen vorgestellt wird. Dann hat eine Abbildung auch immer eine Bildunterschrift. In dieser erhält die Abbildung eine Nummer, also zum Beispiel Abbildung 1. Nach der Nummerierung folgt dann eine selbsterklärende Beschreibung des Diagramms. Zum Beispiel Abbildung 1, gemessene Auslenkung einer harten und einer weichen Feder in Abhängigkeit der angehängten Masse. Jeder Wert wurde 3-mal bestimmt und anschließend gemittelt. Die Fehlerbalken entsprechen der bestimmten Standardabweichung. Was für das Protokoll dann auch immer noch wichtig ist. Schaut bitte, dass die Qualität der Bilder hoch genug ist, dass man auch etwas erkennen kann. Gut, jetzt haben wir die Messwerte richtig visualisiert, aber wie müssen diese ausgewertet werden? Man muss die Messwerte mit einer Geradengleichung anpassen, um die Federkonstante zu bestimmen.
Genau, wie man so eine Anpassung mit einer Geradengleichung bzw. eine lineare Regression macht, zeige ich euch im nächsten Seminar. Wenn man die Steigung und den y-Achsenabschnitt der Geraden bestimmt hat, kann man diese Gerade auch als Linie zu den Messwerten in das Diagramm einzeichnen. In diesem Fall macht eine Linie im Gegensatz zu Symbolen Sinn, da es durch die Geradengleichung möglich ist, die Auslenkung der Feder für jede beliebige Masse zu berechnen. Falls es schwer ist, die Linien dann Datenpunkten zuzuordnen, könnt ihr diese auch der Messreihe entsprechend farbig anpassen. Vergesst aber nicht, die Geraden in der Bildunterschrift zu erwähnen. Durch die Auftragung der Gerade zusammen mit den Messwerten kann man oft auch kleine Fehler in der Auswertung erkennen, wie zum Beispiel hier. In diesem Fall wurde die weiche Feder durch das Anbringen der größeren Masse plastisch verformt, was zu einer größeren Auslenkung führt. Der lineare Zusammenhang zwischen angebrachter Masse und Auslenkung der Feder gilt also nur für die kleineren Massen. Wenn euch solche Fehler bereits beim Versuch aufgefallen sind, ist es natürlich auch möglich, die betroffenen Messwerte nicht in die Auswertung mit einfließen zu lassen. Die entsprechenden Werte solltet ihr aber nicht einfach aus eurem Protokoll streichen, ihr solltet sie nur markieren. Das kann man in der Abbildung dann zum Beispiel dadurch kennzeichnen, dass die Symbole dieser Messwerte nicht gefüllt sind. In unserem Fall sind das dann die letzten 3 Messwerte. Zusätzlich zu den Symbolen sollte man solche Maßnahmen auch immer in der Bildunterschrift beschreiben. Und wie ihr seht, lassen sich die Messwerte so deutlich besser durch eine Gerade beschreiben als davor. Okay, könnt ihr dann bitte nochmal zusammenfassen, was wichtig für das Erstellen von Diagrammen ist? Also als erstes muss die veränderte Größe auf der X- und die abhängige Größe auf der Y-Achse aufgetragen werden. Die Achsen sollten dann auch mit dem Namen, dem Formelzeichen und der Einheit der entsprechenden Größe beschriftet werden. Dabei ist auch darauf zu achten, dass die Skalierung der Achsen so gewählt ist, dass die Diagrammfläche bestmöglich ausgefüllt ist. Messwerte werden immer durch Symbole gekennzeichnet. Linien sollte man nur für theoretische Werte verwenden. Bei mehreren Messreihen sollte man dann unterschiedliche Symbole und Farben wählen, sowie eine Legende einfügen. Falls die Ungenauigkeit der Messwerte bekannt ist, sollte man diese mit Fehlerbalken in X- und Y-Richtung darstellen. Wenn man das Diagramm dann in das Protokoll einfügt, muss man diese natürlich mit einem einleitenden Satz einbinden und in einer Bildunterschrift beschreiben. Sollten manche Messwerte aufgrund von offensichtlichen Fehlern ausgeschlossen werden, sollte man diese dann im Diagramm auch markieren und auf keinen Fall einfach weglassen. Super, damit solltet ihr alles Wichtige zu Diagrammen wissen. Im nächsten Seminar erkläre ich euch dann noch alles Wichtige zur linearen Regression.